ein herzliches Hallo aus Bulgarien. Wir sind hier bei Kalyakra, so eine Ausgrabungsstätte, und gucken uns das an. Ich habe jetzt so ein ruhiges Plätzchen gefunden. Es ist doch relativ windig. Das ist jetzt so beim Torbogen so ein bisschen ja, windstill hier einfach, so ein bisschen versteckt. Und ja, auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind da jetzt reingefahren. Ich glaube, 2 Autos standen da. Februar, wir haben einen relativ sonnigen Tag erwischt. 20 Grad, sehr angenehm, aber halt hier an der Küste relativ windig. Und ja, zu einigen Bildern und Videos werde ich so ein bisschen was reinsprechen. Da ist halt, wenn wir da vor Ort sind, weil es sehr windig ist und da kann man jetzt nicht großartig was erzählen. Dementsprechend bitte um Nachsicht. Auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Ort. Die Straßen hierhin sind sehr, sehr gut. Ich glaube, von der Kreuzung weg 12 Kilometer ohne irgendwie Verkehr fährt man nur in Richtung dieser Ausgrabungsstätte und an diesen bulgarischen historischen Ort. Eine spannende Geschichte hat die Region rund um Kalyakra, angefangen mit einer Sage, die es in sich hat. Vor allem, wenn man dort mal stand, an den Klippen rundherum. Gut, die Geschichte soll rund 323 vor Christus sich ereignet haben. Wir haben ja auf unseren Reisen gelernt, wie sehr sich die Regionen verändert haben über die Jahrhunderte. Da ist meistens nichts mehr so wie auf den Bildern vor Hunderten von Jahren. Auf jeden Fall soll dort nach dem Tod von Alexander dem Großen in der Nähe von Kalyakra der Schatz von der Region bei einem Sturm im Meer versunken sein. Die andere Sage handelt von einer Frau, die sich nach der türkischen Eroberung der Osmanen in der Region zusammen mit 39 weiteren Frauen von den steilen Klippen ins Meer gestürzt haben soll. Somit wollten sie ihrem Schicksal entfliehen, in einem türkischen Harem enden zu müssen. Da habe ich so ein bisschen die Bilder von Game of Thrones vor mir, aber gerne in die Kommentare schreiben, wer Details kennt von diesen Sagen, was wahr ist, was erfunden wurde. Ich bin halt immer der Meinung, dass an jeder Geschichte immer etwas Wahrheit dran ist. Die Frage ist halt immer, wie viel wurde am Ende dazu erfunden. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es zum Beispiel 40 Nonnen gewesen sein sollen. Da hätte ich zum Beispiel persönlich meine Zweifel, warum müssen es jetzt Nonnen unbedingt gewesen sein. Ansonsten, geschichtlich soll Kalyakra die Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches im 13. Jahrhundert gewesen sein. Und leider auch viele Kriege und Eroberungen musste diese Region erleiden. Ob Thraker, Römer, Osmanen, alle trampelten in dieser Region mit ihren Füßen mal länger, mal kürzer herum. Nachdem dann eine Zeit lang die Osmanen sich dort breit gemacht hatten, kamen die Russen unter Admiral Uschakow 1791 zu Hilfe und befreiten die Region in der Schlacht am Kap Kalyakra. 2006 hat man dann ein Denkmal eingeweiht vom russischen Admiral, welches man dort besichtigen kann und es frei zugänglich ist, direkt auf dem Fußweg, wo man dann Richtung Kap gehen kann, wo es eine schöne Aussicht gibt. Nachdem die Region eine Zeit lang wieder bulgarisch sein durfte, kamen nach dem Ersten Weltkrieg die Rumänen und zogen die Grenzen dort zu ihrem Vorteil. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschob sich dann halt alles wieder in die andere Richtung zugunsten Bulgariens und hält bis heute noch so an. Und es ist auch nicht weit weg von dort bis zur rumänischen Grenze. Ich denke, eine halbe Stunde Autofahrt, sowas um den Dreh. Also wer zum Beispiel aus Richtung Rumänien in den Süden unterwegs ist, könnte dort zum Beispiel einen kleinen Ausflug machen. Es ist wirklich nicht viel dort in Kalyakra, eher etwas so ein bisschen zum Erholen, zum Spazierengehen. Wer wie wir einen halben Tag dort verbringen möchte, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es soll auch ein Naturschutzgebiet sein mit vielen Vogelarten. Das sind ein paar Schilder, welche dort sein sollen. Delfine soll man dort auch sehen können. Zumindest haben wir da auch Bilder gesehen. Und ansonsten eine kleine Militärstation, die dort so ein bisschen die Landschaft und das Bild verschandelt. Ein Restaurant hat es dort anscheinend gegeben. Leider hat es keinen Besitzer seit Corona. Die Terrasse aus Holz notdürftig zusammengeflickt, damit zumindest mal keiner durch ein Loch plumpst ins Meer. Ja, so ein bisschen typisch südländisch, alles so ein bisschen improvisiert. Cool war auch, dass viele Höhlen so als wahrscheinlich als Lagerräume genutzt worden sind. Die sind jetzt halt alle leer, man sieht noch die Holztüren dran, würde aber trotzdem vorsichtig sein, denn die Klippen sehen so ein bisschen wackelig aus, also nicht, dass da einem ein Stein auf den Kopf fällt.
Und ansonsten eben wird es wahrscheinlich dort kein Candlelight-Dinner mehr mit Meeresblick erstmal geben. Eine Hütte mit Souvenirs hatte auch offen. Im Sommer werden wohl die anderen Hüttenbesitzer profitieren mit ihren kleinen Snacks und Cafés, dass das Restaurant halt aktuell geschlossen ist und wahrscheinlich so schnell auch kein Besitzer bekommen wird, so wie es mal von außen jetzt aussieht. Gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch war schon mal in Cagliacra? Habt ihr noch irgendwelche Geschichten auf Lager, von denen ich nichts wusste? Wie fandet ihr es dort? Bin schon gespannt. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, ich lese mir alles durch. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und wenn du keine Videos von uns verpassen möchtest von unserer Reise, dann gerne den Kanal abonnieren. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.